Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, dem Johannes der Täufer die Wege bereitet hat, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorabendmesse zum Hochfest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers. Johannes der Täufer ist außer Maria der einzige Heilige, dessen leibliche Geburt in der Liturgie gefeiert wird, und zwar seit dem 5. Jahrhundert am 24. Juni, 6 Monate vor der Geburt Jesu. Mit Johannes beginnt der neue Bund, die Zeit des Heils für alle Menschen. Durch seine Predigt bereitet er das Volk auf das Kommen des Messias vor. Durch seine Taufe sollen die Menschen aus der Macht der Sünde, die von Gott trennt, befreit werden. Der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig oder Gott zeigt sein Erbarmen. Johannes verkündet die Gnade und das Erbarmen Gottes. Im Evangelium heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade. Durch Johannes hat Gott uns die großen Gnaden Gottes verkündet und den Menschen vorbereitet, die Gnade Gottes zu empfangen, die durch Jesu zu uns kommt. Er war der wortgewaltige Prophet, die Stimme des Wortes Gottes. Er konnte mit Mut und Freiheit das Wort Gottes verkünden und den Menschen zu Jesus führen. Eine wichtige Botschaft dieses Festes lautet, das Wort Gottes braucht auch heute eine Stimme. Wir sind die Stimme Gottes heute. Denn ja, unser Gott ist gnädig. Möge der Herr uns, die das Fest der Geburt Johannes des Täufers feiern, seine überreichen Gnaden schenken, dass wir auch, wie Johannes, unsere Berufung und Sendung erkennen, um für seine Gnade eine Stimme zu sein. Herr Jesus Christus, auf dich haben viele Generationen gewartet. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, dein Kommen zu verstehen, sind viele Zeichen geschehen.
Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du gibst uns Mut, dich zu bekennen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Preis und Ehre Gott im Herrn, Friede soll den Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes Lamm, Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, führe deine Kirche auf dem Weg des Heiles und gib uns die Gnade, den Weisungen Johannes des Täufers zu folgen, damit wir zu dem gelangen, den er voraus verkündet hat, zu unserem Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. In den Tagen Josias, des Königs von Juda, erging das Wort des Herrn an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mein Gott, du bist meine Zuversicht, meine Hoffnung von Jugend auf. Vom Mutterleib an stütze ich mich auf dich. Vom Mutterschoß an bist du mein Beschützer. Dir gilt mein Lobpreis alle Zeit. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Für viele bin ich wie ein Gezeichneter. Du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit künden und von deinen Wohltaten sprechen den ganzen Tag.
denn ich kann sie nicht zählen. Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und noch heute verkünde ich dein wunderbares Walten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Brüder, ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben über die Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden Christi und die darauf folgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Den Propheten wurde offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten. Und jetzt ist euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes das Evangelium gebracht haben. Das alles zu sehen, ist sogar das Verlangen der Engel. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hier kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Lied und das Volk für den Herrn zu bereiten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aaron. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde wie nach der Priesterordnung üblich das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen.
Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Gott hat Elisabeth und Zacharias Gnade erwiesen und ihnen einen Sohn geschenkt. Wir dürfen auf sein Erbarmen hoffen und bitten. Gnädiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die dir und deinem Evangelium durch ihr Leben, Sprechen und Tun einen Weg bahnen. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für alle Menschen, die furchtlos auf Vermächtigen auf die Wahrheit deiner Gebote verweisen. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir bitten für die 4 Diakone unserer Diözese, die am 28. Juni das Sakrament der Priesterweihe empfangen. Lass sie deine unendliche Gnade jederzeit erfahren und mit Freude sie verkünden. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für alle Menschen, die Umkehr nicht nur predigen, sondern sie durch die Änderung ihres Verhaltens auch vollziehen. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für alle Menschen, die in Not sind, die für sich aus keinen Ausweg mehr sehen und alles von dir erhoffen. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für die vielen Menschen, die ihren Namenstag feiern. Segne und begleite sie mit deiner Gnade. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir bitten dich für alle Kranken und Leidenden, sei gnädig mit ihnen, dass sie deine heilende und stärkende Nähe erfahren. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben an dich geglaubt und auf dich gehofft haben. Schenke ihnen das ewige Leben. Gnädiger Gott, Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, auf die Fürsprache des heiligen Johannes des Täufers, wecke in uns die Erwartung auf das Kommen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, mit der ganzen Kirche,
preisen wir deine Gnade. Es sei Lob und Dank, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr und Gott, zum Fest des heiligen Johannes bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns im täglichen Leben zu verwirklichen, was wir am Altar in heiligen Zeichen begehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ihr erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und am Fest des heiligen Johannes das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast ihn geehrt vor allen, die eine Frau geboren hat. Schon im Mutterschoß erfuhr er das kommende Heil. Seine Geburt erfüllte viele mit Freude. Als einziger der Propheten schaute er den Erlöser und zeigte hinauf das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Im Jordan taufte er Christus, der seiner Kirche die Taufe geschenkt hat. So wurde das Wasser zum heiligen Quell des ewigen Lebens. Bis an sein Ende gab Johannes Zeugnis für das Licht und besiegelte mit dem Blut seine Treue. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig, Bist du, Herr Gott Zebaoth. Erd und Himmel, dich lobpreisen.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem Johannes geboren wurde, der Christus voranging, um ihm den Weg zu bereiten, dem Erlöser der Welt. Durch ihn, der nach Johannes kam und auch vor ihm war, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Johannes dem Täufer und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind,
und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, Ich bin nicht würdig, dass du eingehst eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Christi, schenke uns das ewige Leben.
Christi, schenke uns das Evangelium. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens. Die mächtige Fürsprache des heiligen Johannes begleite unser ganzes Leben. Sie erwirke uns einst das Erbarmen des Weltenrichters, den er als das Opferlamm für unsere Sünden voraus verkündet hat,
unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Amen. Das Vorbild des heiligen Johannes, des Täufers, lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Das gewähre euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dann sei